Das ist mein Elternhaus und ich bin da aufgewachsen. Und ich weiß genau, dass ich da nicht der einzige Bauer bin. Man will irgendwie, dass man den Hof weiterführen kann und das auch irgendwie so bleibt, wie es ist, so wie man es selber kennengelernt hat. Und darüber hinaus habe ich halt das Bedürfnis, dass wir es wieder ein bisschen natürlicher machen. Es waren jetzt ein paar Jahrzehnte dazwischen, wo es einfach wichtig war, dass viel Nahrungsmittel produziert werden. Und ich glaube aber, dass die Zeit reif dafür ist, dass man da ein bisschen die Reißleine zieht. Also ich sehe mich als Bauer, als Gestalter. Ich bin nicht nur der Produzent von Nahrungsmitteln, sondern ich kann mein Fleckerland bebauen und ich kann es bepflanzen und ich kann es gestalten, wie ich das für richtig halte. Das ist ein Grundbedürfnis allgemein von Bauern. Man will ja den Hof in die Zukunft führen. Wenn ich Verantwortung für das Fleckerl Land übernehme, dann möchte ich das so machen, wie ich mir das vorstelle und dass ich das möglichst naturnah machen kann und dass mir dabei gut geht. Mein Ziel war es einfach, dass ich Randzonen, dass ich gewisse Restflächen der Natur wieder zurückgebe, dass ich das als Biodiversitätsflächen nutzen kann. Meine Partnerin und ich haben uns dann überlegt, wie können wir das bei uns im Betrieb am besten umsetzen. Und dann haben wir uns gedacht, am besten als zentrales Element ein großer Teich und davon ausgehend Blühstreifen, Baumreihen, Wildgehölzhecken, dass wir unser gesamtes arrondiertes Grundstück durchziehen. Das sind Bewegungskorridore, das sind Lebensräume, das sind Orte der Vielfalt. Wir legen Wert darauf, dass wir eine naturnahe Landwirtschaft führen und genauso setzen wir unsere Maschinen dazu ein. Mit derselben Technik, mit der ich meine Kulturpflanzen anbaue, kann ich genauso Wildblumenwiesen anlegen oder Blühstreifen am Acker anlegen. Da kann ich genau die Ablagetiefe einstellen, da kann ich die Kilogramm pro Hektar genau einstellen und da bringe ich exakt das auf die Fläche. Bei den Wildblumenwiesen ist zum Beispiel so, dass das Saatgut nur auf der Bodenoberfläche liegen soll. Das kann ich mir genauso richten mit der Sätechnik und nachher kommen wir mit der Walze und dann wird das angedrückt. Mit einer naturnahen Rinderhaltung kann ich Blühflächen, kann ich Wildblumenwiesen verwerten. Wenn ich die Mitte Juni schneide, die Wiesen, dann haben die durchaus noch einen Futterwert. Man muss das eben so sehen in der Rinderfütterung, dass ich verschiedene Komponenten anbieten kann und ein strukturreiches Heu von Wildblumenwiesen, das ist ein super Beifutter, wenn ich jetzt eine sehr proteinreiche Silage habe oder ein proteinreiches Weidefutter habe. Meine Rinder brauchen das. Also die Rinder sind prädestiniert dafür, als Grundfutterverwerter und Raufaserverzehrer, dass sie das einfach nutzen. Bei unserem Streuobstgarten war es mir wichtig, dass die alten Bäume einfach bleiben dürfen. Das ist alles Lebensraum. Man spricht zum Teil von Totholz, aber es ist eigentlich noch nicht ganz tot. Es sind da Bäume, da fehlen einige Äste, da sind richtige Baumhöhlen. Bei manchen Bäumen kann man durchschauen. Und da handhabe ich das so in der Fläche, ich muss das nicht ausmähen, sondern es ist selbstverständlich Weidefläche. Ich würde dort anfangen, wo ich es auch selber sehe, wo ich auch selber meine Lebensqualität steigern kann, wo ich mich jeden Tag darüber freue. Die Vielfalt oder die Biodiversität, das ist nichts Abstraktes, sondern das ist Lebensqualität. Was wir um unseren Hof herum haben, das ist auch unser Lebensraum. Dort sind wir und wir freuen uns jeden Tag über den Teich, über die Bäume und die Blumenwiesen. Und uns war es wichtig, dass wir neue Lebensräume schaffen. Ich bin der Johann Schauer, Eicher Biodiversitätsbotschafter.